Rohstoffverknappung, strenger werdende Sicherheitsvorschriften, steigendes Umweltbewusstsein. Unter diesen Gegebenheiten eine wirtschaftliche Limousine der Oberklasse mit Platz und Komfort für 5 Personen auf den Markt zu bringen, ist eine schwierige Aufgabe. Audi hat sich dieser Herausforderung gestellt und zahlreiche Forschungsaktivitäten gestartet. Beispiel: das zukunftsorientierte Forschungsauto. Dieses Audi-Versuchsfahrzeug wurde gemäß den Rahmenbedingungen des Bundesministeriums für Forschung und Technologie für das Automobil des Jahres 2000 entwickelt. Im neuen Audi 100 sind bereits heute zahlreiche Details aus dem Forschungsauto verwirklicht worden. Ein anderes Beispiel für die Weiterentwicklung des Automobils durch Audi: die Einführung des permanenten Allradantriebs für die Serie. Ergebnis: der im Motorsport erfolgreiche Audi Quattro. Der seit über einem halben Jahrhundert in Audi-Fahrzeugen verwendete Frontantrieb wird ständig optimiert. Ein weiteres Ergebnis: verbrauchsgünstige und dennoch leistungsstarke Motorversionen, wie zum Beispiel das temperamentvolle und sparsame Turbo-Dieseltriebwerk im Audi 80. Vorsprung durch Technik. Der Beweis für diesen Leitsatz ist der völlig neue Audi 100. Eine Serienlimousine mit dem weltbesten Luftwiderstandsbeiwert von CW gleich 0,30. Einer in dieser Fahrzeugklasse bisher unerreichten Verbrauchsökonomie, überlegendem Raumkomfort und Ausstattungsvarianten, die alle Ansprüche erfüllen. Die Wiege des Audi 100 stand im Windkanal. Ausgehend von der aerodynamischen Idealform wurde in langwierigen Verfeinerungsarbeiten im Windkanal an Modellen und in der Stylingabteilung Schritt für Schritt das Design des neuen Audi 100 geschaffen. Oberstes Ziel: eine Großserienlimousine mit dem weltbesten CW-Wert zu bauen. Die Erlangung des gewünschten CW-Wertes erfordert unermüdliche Korrekturen rund ums Auto und an all seinen dazugehörigen Details. Details wie der schräg gestellte Kühlergrill mit der Einheit Breitbandscheinwerfer und integrierte Blinkleuchte. Die sanft ansteigende, weit hochgezogene Motorhaube, die die Scheibenwischerachsen völlig verdeckt. Die ausgeprägte Keilform. Die strömungsgünstige Verkleidung der Felgen durch Radvollblenden. Der verkleidete Außenspiegel. Alle Scheiben, die mit der Karosserie eine glattflächige Einheit bilden. Die erstmals in Serie verwendeten innenliegenden Türrahmen. Die bisher üblichen, die scheibenumgreifenden Fensterrahmen wurden durch innen laufende Führungsschienen ersetzt. Durch diese Maßnahme bilden die Seitenscheiben im geschlossenen Zustand eine plane, windschlüpfige Fläche mit der Außenhaut. Die glatten Flächen und die der aerodynamischen Idealform angepasste Karosserie mit der schmaler gestalteten Bug- und Heckpartie. Das hochgezogene Heck und erstmals an einem Personenwagen ein Heckabschlussspoiler unterhalb des Stoßfängers. Die Summe dieser Versuchs- und Verfeinerungsarbeiten führte zu dem weltbesten CW-Wert für Serienlimousinen von 0,30. Ein zukunftsweisender Wert, wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt von Großserienautomobilen derzeit über 0,4 liegt. Beim neuen Audi 100 ist es gelungen, einer aerodynamisch hervorragend geformten Karosserie ein individuelles und ästhetisches Aussehen zu geben. Das Ziel, eine geräumige Limousine mit höchstmöglicher Wirtschaftlichkeit zu entwickeln, ist beim neuen Audi 100 durch die Verbindung von Aerodynamik, gewichtssparender Bauweise und einer verbrauchsgünstigen und dennoch leistungsstarken Motorisierung erreicht worden. Komfort und Leistung der Oberklasse bei Wirtschaftlichkeit der Mittelklasse. Der neue Audi 100 wird in 4 Motorvarianten angeboten. 5-Zylinder 2,2 Liter Einspritzer mit 100 kW gleich 136 PS. 5-Zylinder 1,9 Liter mit 74 kW gleich 100 PS. 4-Zylinder 1,8 Liter mit 55 kW gleich 75 PS. Und 5-Zylinder 2 Liter Diesel mit 51 kW gleich 70 PS.
Der drehmomentstarke 75 PS Motor aus der neuen 1,8 Liter Baureihe bietet hervorragende Fahrleistungen bei besonders niedrigem Kraftstoffverbrauch. Er erhält seine Elastizität durch einen Zylinderkopf, der an neuartige Kolben mit Quetschkanten angepasst ist, durch eine neue Kurbelwelle und eine spezielle Nockenwelle. Der 136 PS Motor mit optimal abgestimmter Einspritzung, kraftvoll und dennoch äußerst sparsam, mit hoher Laufkultur. Alle Motorversionen bieten gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen bessere Fahrleistungen bei bis zu 30% niedrigeren Verbrauchswerten. Am Beispiel des Topmotors mit 136 PS zeigen sich die hervorragenden Qualitäten der Audi-Triebwerke. Er verbraucht nach DIN bei konstant 90 km/h 6,1 Liter, bei 120 7,8 Liter, im Stadtzyklus 12,5 Liter. Aus diesen DIN-Werten errechnet sich ein Drittelmixverbrauch von 8,8 Litern Super pro 100 Kilometer. Bei einer konstanten Reisegeschwindigkeit von 150 km/h Verbrauch nur 10,2 Liter auf 100 Kilometer. Höchstgeschwindigkeit 200 Kilometer pro Stunde. Alle neuen Audi 100 haben 80 Liter Tankinhalt. Je nach Triebwerk und Fahrweise können sich daher Reichweiten bis zu 1000 Kilometer und mehr ergeben. Der Fahrer eines Audi 100 muss also nur selten Tankstopps einlegen und kann sich die preisgünstigsten Zapfsäulen aussuchen. Außerdem besonders wichtig, falls Tankstellen am Wochenende geschlossen sind. Sämtliche 5-Zylinder-Motoren werden serienmäßig mit dem 4+E Schaltgetriebe kombiniert. Die Senkung der Motordrehzahl im E-Gang bewirkt Verbrauchsreduzierung und kommt der Langlebigkeit des Motors zugute. Ein zusätzlicher Effekt, weitere Komfortverbesserung durch merkliche Geräuschabsenkung. Aus den DIN-Verbrauchswerten im Drittelmix errechnet, sollen die günstigen Verbrauchswerte der 4 Motorversionen des neuen Audi 100 noch einmal in einer Grafik verdeutlicht werden. 51 kW, 7,0 Liter Diesel. 55 kW, 7,9 Liter Normal. 74 kW, 8,1 Liter Super. 100 kW, 8,8 Liter Super pro 100 Kilometer. Die Konzeption des Fahrwerks ist ein wesentlicher Faktor für das sichere Fahrverhalten des neuen Audi 100. Bewährtes wurde übernommen und optimiert. So das in über 50 Jahren ausgereifte Frontantriebskonzept mit Federbeinvorderachse und Einzelradaufhängung. Höhere Bremssicherheit bei unterschiedlicher Fahrbahnbeschaffenheit durch den spurstabilisierenden Lenkrollradius. Die Hinterachse ist neu konzipiert. Eine Torsionskurbelachse, abgestützt mit einem Panhardstab. Die Spur wurde um 22 mm verbreitert, die Federbeine schräger angeordnet. In der Summe ein optimal abgestimmtes Fahrwerk mit ausgezeichnetem Federungskomfort und geringen Abrollgeräuschen. Das heißt, gutmütiges Fahrverhalten auch in zügig durchfahrenen Kurven. Stabiler gerader Auslauf. Sehr gutes Handling. Der Audi 100 hat eine wartungsfreie Zahnstangenlenkung. In allen Diesel, 136 PS und CD-Modellen serienmäßig mit Servounterstützung. Die Diagonal-Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker und lastabhängigem Bremskraftregler sorgt für hohe Sicherheitsreserven. Für die 136 PS-Version wird auf Wunsch und gegen Mehrpreis ein Antiblockiersystem angeboten. Der Käufer einer anspruchsvollen Limousine der Oberklasse stellt erhebliche Erwartungen an Platzangebot und Ausstattung. Der neue Audi 100 bietet Fahrern und Mitfahrern zahlreiche Details, die ein komfortables Reisen ermöglichen. An erster Stelle steht das Platzangebot mit großzügiger Kopf- und Beinfreiheit. Besonders für die im Fond Sitzenden durch die deutliche Ausformung der Vordersitzlehnen. Einen vorbildlich bequemen Einstieg ermöglichen tiefliegende Schweller, weit öffnende Türen und eine Vergrößerung des Abstandes zwischen Sitzen und Dachsäulen. Die Sitze gewährleisten durch ihre Form und die Verwendung von unterschiedlich harten Schaumstoffen einen erstklassigen Seitenhalt. Die
Beladung des in dieser Fahrzeugklasse größten Gepäckraumes kann mit Leichtigkeit erfolgen, da die Gepäckraumklappe bis zum Stoßfänger herunterreicht. Das wurde durch eine Teilung der großen Rückleuchteneinheiten ermöglicht. Die Entlüftung des Innenraums erfolgt unter anderem aus akustischen Gründen nicht wie üblich über die hintere Dachsäule, sondern im Bereich des Heckstoßfängers. Die große Reiselimousine ist ausschließlich als Viertürer lieferbar und wird in 4 Ausstattungsversionen angeboten: Audi 100, 100cc, 100CS und 100CD. Das Einstiegsmodell Audi 100 erfüllt die Komfortansprüche seiner Klasse. Durch Halogen-Breitbandscheinwerfer mit größerer Lichtausbeute, Verbundglas-Windschutzscheibe, heizbarer Heckscheibe, 3-Punkt-Automatik. Der Audi 100 wird in Ingolstadt und Neckarsulm hergestellt. Auch bei der Produktion wurden neue Wege beschritten. Audi hat rund 2 Milliarden D-Mark in neue Fertigungsanlagen investiert. Die Rohkarossen werden auf Roboterstraßen zusammengeschweißt. Ein aufwendiger Korrosionsschutz sichert die Werterhaltung von jedem Audi. Hierfür entstanden neue Großlackieranlagen. Die Rohkarossen werden nicht nur an ihren Außenseiten vorbehandelt. Durch Tauchspülen werden die Hohlräume gründlichst entfettet, phosphatiert und somit für die nachfolgende kataphoretische Tauchgrundierung vorbereitet. Anschließend erfolgt die Sprit. Auch die Verwendung gewichtssparender Materialien.
So sind die Türen weitgehend aus Aluminium, die Radlaufschalen leicht und korrosionssicher aus Kunststoff. Die Verbindung der Kunststoffteile mit besonders rostgefährdeten Stellen der Karosserie erfolgt mit korrosionsgeschützten Schrauben. Der Stoßfängerträger wird aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Aber auch an gewichtssparende Details hat man gedacht. So besteht die Reserveradwanne ebenfalls aus einem Kunststoffteil. Das kleine Reserverad, nur für den Notfall, spart Gewicht und Platz. Der Wagenheber aus Leichtmetall wiegt rund 1 Kilo weniger als bisher. Gewichtsersparnis heißt Kraftstoffersparnis. Um direkt ab Serienbeginn eine optimale Qualität zu liefern, wird der neue Audi 100 bereits seit vielen Monaten unter Serienbedingungen gefertigt.